Vierter Tag hat begonnen, glaube ich. Das ist der vierte. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der vierte Tag hat begonnen. Das ist genauso wie mit dem Geld ausgeben. Man überlegt irgendwann nicht mehr, was kostet, weil es ja alles billig. Also weiß man auch nicht, welcher Tag. Also heute ist irgendwie Montag und der vierte Tag hier in Istanbul und wir sind jetzt mal frühstücken gegangen, weil wir noch wieder unterwegs sein wollen. Was heute so auf dem Plan steht, wir treffen uns wieder mit jemandem aus Pirasis, die auch hier in Istanbul ist, und werden dann auf den ägyptischen Basar gehen, ein bisschen Kräuter und sowas, Gewürze shoppen gehen, so richtig original natürlich. Und dann ist der Plan zumindest im Moment, dass wir dann auf die andere Seite rübergehen, Richtung Galata-Turm. Am Galata-Turm vorbei ist die Caddede und hinten Richtung Taksim-Platz. Und da wollen wir dann heute Abend irgendwann mal was essen gehen. Das ist der Plan im Moment. Aber wie ihr uns kennt, Pläne sind Pläne und was letztendlich dabei rauskommt, werden wir sehen. Wir sind hier in einem sehr schönen Café untergekommen, Copper Café am Meydan von Bakırköy. Und direkt hinten dran ist die U-Bahn-Station, zeige ich gleich mal. Und das Restaurant ist ja auch sehr schön. Ist wahrscheinlich auch so eine Bar eher auch, aber man kann hier auch frühstücken. Und wir haben natürlich ein Pferd mit Krawall, also hier so ein gemischtes Frühstück bestellt. Und ja, also bin gespannt, was das wird. Zeige ich euch natürlich auch. Ich warte auf den Weihnachtsmann. Auf den Weihnachtsmann wartet sie. Mhm. Und trinken Kaffee, lecker. Und schönen Start, es ist Christen, hast du mal probiert? Ich soll mal einen Kaffee probieren, der Kaffee ist stark. Unser Frühstück ist gerade gekommen. Ihr seht, was es alles gibt. Pancakes und diverse andere Sachen. Ja, ist ja immer gleich. Also es ist immer gleich, das Essen, weil es gibt immer alles halt. Ich liebe es einfach. Und ein Türkei-Besuch ohne das geht gar nicht. Es ist genauso wie ein Türkei-Besuch ohne sie. Geht auch nicht. Vielleicht irgendwann. Glückmann. So, das lassen wir uns jetzt schmecken. Für Toast. Kleine Info noch, wir sind von Bakırköy bis ins Stadtzentrum sozusagen gefahren, nach Sirkeci mit der Marmaray. Hat 12 Minuten gedauert, bis wir dann da waren. Allerdings, wenn ihr an der Station seid, dann dauert es noch etwa 8 Minuten, wir haben es jetzt getestet, 8 Minuten, bis wir an der frischen Luft sind sozusagen. Es sind 5 Rolltreppen waren es gewesen, lange Rolltreppen, die dann ans Tageslicht führen. Sprich, das Ganze ist ziemlich tief gelegen, diese Station. Kurz danach geht es ja auch über den Bosporus auf die andere Seite, auf die asiatische Seite. Also das ist als kleiner Fun-Fact am Rande. So, wir sind jetzt in Eminönü angekommen. Das hier ist die neue, also Yeni Eminönü Cami, also die neue Moschee hier. Hier haben wir den Eingang unten vom Mısır Çarşısı. Und hier sind Restaurants und so weiter und so fort. Da hinten ist auch noch ein Markt. Und ja, hier tobt eigentlich das Leben. Heute regnet es leider ein bisschen, aber ja, und in den Mısır Çarşısı gehen wir rein.
Der ist von 1664, steht ja auch dran, aber vorher müssen wir noch mal zu einem Restaurant hingehen, wo wir morgen hin wollen. Nämlich hier vorne sieht man Hamdi Restaurant. Da wollen wir morgen Abend essen gehen, und zwar oben mit dem Ausblick, Nachtausblick auf da hinten Galata und dann keine Ahnung, was wir noch alles sehen. Einfach ein bisschen Nachtblick haben. Und nochmal 1597 bis 1664 ging es denn los. Und so sieht es aus. Etwa 100 Geschäfte sind hier. Das Ganze ist so ein bisschen L-förmig angeordnet. Ist natürlich nicht so groß wie der andere Bazar, der große Bazar. Aber ja, hier sind Gewürze und alles Mögliche zu finden. Das ist unwahrscheinlich. Hello. Excuse me, sir. We have fresh saffron spices. Ja, und so geht das hier von einer Ecke zur anderen. Überall gibt es Spices und entsprechend Preise überall gleich. Aus dem ägyptischen Bazar rausgegangen und wollen uns mal hochschlagen zum normalen, zum Kapelet Çarşı. Das ist ja der ganz große Markt hier im Misr Çarşı, also im ägyptischen Bazar. Es gibt halt überall das Gleiche. Die Leute, die dort was verkaufen, die sprechen mittlerweile, glaube ich, alle Sprachen, vornehmlich Arabisch, Deutsch, Englisch sowieso, um die Leute zu animieren, etwas dann zu kaufen. So ist es hier halt überall. Wer da ein Problem mit hat, das ist ein bisschen schwierig, dann einfach nichts sagen oder Nein sagen. Und dann wird man auch in Ruhe gelassen. Genau. So, und hier geht es dann jetzt den Berg so ein bisschen hoch. Und irgendwann müssten wir hier dann zum Eingang kommen, zum unteren Eingang vom großen Bazar. Und hier kannst du kaufen, was das Zeug hält. Alles Mögliche. Hier seht ihr ja dann auch Uhren, Adidas-Sachen, Nike-Sachen, Puma-Sachen. Natürlich irgendwie alles Fake, aber kannst trotzdem kaufen. Essen dazwischen, Brautkleider sehe ich auch gerade. Also das ist schon Wahnsinn. Und im Sommer ist hier die Hölle los. Heute ist nichts los.
auch wenn es hier voll erscheint. Aber im Sommer ist hier nichts los. Dışarıda kahvaltı ettik. Oradan geliyoruz şimdi. Und sauber gemacht wird heutzutage auch hier. Das war die Jahre noch ein bisschen anders. So, hier guckt euch die alten Häuser an. Da wird nur ein bisschen instand gehalten, damit es nicht auseinanderfällt. Vorne kann man dann schon ganz oben sehen. Da ist der Markt. Und so schlängelt sich das Ganze dann bis dahin. Also ganz interessant. Hier im Moment sind wir irgendwo in der Stoffabteilung gewesen. Hier Tommy Hilfiger und Nike nebeneinander. Alles kleine, enge Gassen. Soweit ich weiß, hat es hier auch mal ordentlich gebrannt. Das ist natürlich dann Katastrophe. So, hier kommen wir in die Schuhe. Bei den Schuhen, Brautkleider gibt es hier. Das ist teilweise so ein bisschen gestaffelt. Das meiste, gut, das meiste kriegst du überall dasselbe. Aber preismäßig ist auch alles das gleiche halbwegs. Die Leute sind halt viel auf Touristen aus. Das muss man, also Einheimische, weiß ich nicht, kaufen hier relativ wenig. Das sind eher alles Besucher, Touristen. Ob es inländische Touristen sind oder nicht, das ist das Gleiche. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass hier viele Einheimische kaufen. Das sieht alles eher nach Touristen aus. Ja, verse o da. Wie gesagt, das hier ist noch nicht der Kapelle Çarşı. Kapelle Çarşı ist das alles nochmal übergedacht, aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Gehen wir jetzt hin. Und hier sind wir jetzt am unteren Eingang vom Grand Bazaar. Ihr seht es, 1461 steht drauf. Und ja, das sind alles kleine Straßen, die irgendwann mal überdacht worden sind. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Durch die Sicherheitskontrollen durch. Und jetzt gehen wir weiter. Hier kommt dann der überdachte Teil. Das ist, wie gesagt, einer ganz großen Basar der Welt. Wir sind in der Goldabteilung. Hier kann man sich kaufen. Das ist jetzt hier alles kein Fake. Das ist alles richtiges, echtes Gold. Und das wird auch teilweise dann hier bei Festen und Feiern getragen. Wie gesagt, die Goldabteilung hier. Ein Goldgeschäft neben dem anderen. Und alle überleben seit vielen Jahren. Und hier ein Geschäft zu bekommen, ist so ziemlich unmöglich, außer es wird vererbt. Und wenn mal eins verkauft wird, dann kostet das riesig viel Geld. Wir sind gerade mal ein bisschen abgewogen, aber hier ist immer noch, und die sind toll, die Sachen. Antik, zumindest sieht so aus. Alles Gold, alles Gold. Guckt euch die Decken auch an. So, einmal nach rechts geguckt, einmal nach links.
was in Deutschland unmöglich wäre. Schaut euch die Verkabelung an. Das ist mal fliegende Verdrahtung von Strom, Telefon und was weiß ich alles. Das ist natürlich gewachsen hier. Hammer. Keine Ahnung. Geradeaus. Also hier kann man sich definitiv verlaufen. So, dieser Bazar sind rund 30.000 Quadratmeter, 2.500 Shops, die hier sind und etwa 300.000 Besucher täglich, also täglich. Aber die verlieren sich hier, glaube ich. Das ist einfach nur Wahnsinn. Hier wird auch noch viel Kunsthandwerk gemacht. So, es geht natürlich auch hier lang. Auch ein alter Teil sieht man hier. Oder auch die andere Seite. Also das Ding hier ist riesig. Wie gesagt, 2.500 Shops mindestens. Und ich glaube 30.700 Quadratmeter waren es genau. Dass das so flimmert, das liegt hier dann durchaus auch am Licht. Das kriegst du hier mit der Kamera gar nicht eingestellt. So richtig, außer du hast eine Hochleistungskamera. Aber das habe ich hier jetzt leider nicht. Deswegen flimmert es halt ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das nachher raus. Das sind Schmuckstücke, die man hier auch so findet. Ich finde das witzig. Jetzt kommen wir hier so in die Teppichabteilung. Da wird mal hier den Laden aufgelassen. Keiner da oder sie sitzen vor der Tür, trinken Chai. Chai kriegen sie alle geliefert. Das ist hier auch oder hier kann man auch essen. Dazwischen. Also Chai wird hier immer geliefert. Das ist auch ein Riesen-Business, Chai-Business hier in Cavaliere. Kommst aber auch nicht ran. Da musst du hier schon seit angestammten Zeiten einen Laden haben, dann kannst du auch das machen. So, jetzt kommen wir hier zur nächsten Kreuzung. Keine Ahnung, unten. Oder oben. Der Bazar hat viele Eingänge, alle im Übrigen überwacht. Und hier ist ein schöner Eingang. Wir sind jetzt wieder raus, weil wiederholt sich halt alles. Wir wollen ja nicht großartig was kaufen. Und gehen jetzt hier kreuz und quer wahrscheinlich durch die Stadt wieder irgendwie runter nach Eminönü. Und dort, keine Ahnung, wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Wir sind jetzt wieder runtergekommen, also aus diesem Bazarbereich, Viertel, es ist zwar immer noch Bazar, ist hier überall, aber hier noch ein paar, sind wir gleich unten in Eminönü am Wasser. Und dann gehen wir über die Brücke auf die andere Seite und gucken da noch ein bisschen, was es da so gibt. Da gibt es neue Bereiche, die ich auch noch nicht kenne. Ja. Hier eintauchen in türkisches Leben hier. Einfach nur toll. Hier ist wieder die neue Eminönü-Moschee, die wir vorhin schon gesehen haben. Da sind wir jetzt mehr oder weniger durch den ägyptischen Bazar, durchs gesamte Viertel, dann so ein bisschen durch den Cavaliere
durchgelaufen, um dann hintenrum wieder jetzt hier runterzukommen. Und ja, interessant ist, glaube ich, dieses hier, dieser Aufgang. Und das sieht so aus, als wäre da früher durchaus nicht die Autos durchgefahren, die gab es da ja nicht, aber das war bestimmt so ein Weg für Pferde oder was, keine Ahnung. Aber da steht was, da gucke ich mal eben hier, ob ich das dann auch entziffern kann. Aber da sieht man auch, wie es innen drin aussieht. Das ist so ein, hier sieht man das, das ist so ein Aufgang. Hier fast ohne Treppen. Ich denke, dass da früher durchaus die Leute mit dem Pferd oder mit dem Wagen hochgefahren sind. Keine Ahnung. Müsste man mal nachgucken. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebäude und gehört irgendwie auch mit zur Moschee. Muss ich mal nachlesen. Oder kann ich vielleicht auch mal die Webseite posten. So, weiter geht's jetzt auf die andere Seite. Also wir gehen über die Galata-Brücke drüber oder unten auf dem Weg, keine Ahnung, das werden wir sehen. Ups, da kommen die Vögel wieder. Genau, und dann schauen wir mal. Vom Bazar, ägyptischen Bazar, weiter Richtung Wasser. Hier geht es hier eine Unterführung und da sind wir jetzt. Oh, hier gibt es natürlich auch eine ganze Menge Geschäfte. Hier gibt es Schuhmodelle von Nike, Adidas und was weiß ich nicht, die es nur hier in Istanbul gibt, glaube ich. So, hier haben wir die Brücke, die rüber geht nach Galata. Und auf der Brücke stehen hunderte Leute mit Angeln. Unter der Brücke gibt es Fischrestaurants, eins neben dem anderen. Aber was hier ganz berühmt ist, ist diese Geschichte hier. Die Schiffe mit, da wird dann gegrillt, frischer Fisch. Und wird Balik Ekmek gemacht, also Fischbrot, Brötchen sozusagen, aber so anders als man es in Deutschland kennt. Ja, und hier die ganzen Tourboote, die ganzen Shuttleboote sind hier auch da und fahren dann rüber auf die asiatische Seite, fahren da, wo wir gestern lang gefahren sind und so weiter und so fort. Also hier, da wurde was gefangen gerade. Also ja, Dreck habt ihr auch gesehen. Hier nochmal die 3 berühmten Balik Fischerboote. Sind schon cool, die Teile. Hier oben die ganzen Fischer. Wie gesagt, unten drunter waren die Restaurants in der Brücke. Hier kannst du natürlich auch günstig essen. Jetzt gehen wir rüber. So ist jetzt 15 Uhr im Übrigen und Verkehr hier steht so gut wie hier mit Auto unterwegs sein. Zu dieser Zeit brauchst du Zeit. Hier im Übrigen auf der anderen Seite, ganz hinten, dieser hohe Turm, das ist die asiatische Seite, das ist der Fernsehturm. Ich glaube, da kann man auch drauf, das müssen wir irgendwann auch noch mal machen, aber man hat hier keine Zeit. Du brauchst hier 2, 3, 4 Wochen und dann jeden Tag vollgepackt mit irgendwelchen Attraktionen, weil die Wege teilweise relativ weit sind. Ja. Hier kannst du die Fische gleich kaufen. Ja, ordentlich was gefangen.
Und jeder hat hier so viel schon gefangen. Das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was sie mit denen machen. Wahrscheinlich liefern sie dir dann zu den Fischläden und dann kannst du die dann dort kaufen, verzehren. Du kannst sie bestimmt auch hier kaufen. Ja genau, die verkaufen auch hier, steht da Schild. Das ist irgendwie einmalig sowas. Das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Also außer hier. Drehen wir uns mal um. Da oben auch noch eine große Moschee. Istanbul ist schon sehr schön. Ich glaube, hier hat jeder Fischer seinen angestammten Platz. Da kriegst du wahrscheinlich keinen dazwischen. Und die sind hier bis spät abends, habe ich das schon gesehen. Spät abends, 11, 12 Uhr, stehen die hier im Sommer sowieso und fangen Fisch. Wir sind jetzt also auf der einen Seite von der Brücke hoch. Jetzt geht es auf der anderen Seite der Brücke wieder runter. Das sind genauso viele. Also das ist schon Wahnsinn. Hier ist die Mitte der Brücke. Hier steht keiner, weil hier unten drunter fahren die Schiffe durch. Und fahren dann hier an die Seiten und parken dann da. Das hier im Übrigen, dieser Bereich hier hinten raus, da wo man jetzt sieht, das ist das Goldene Horn. Und überall große Moscheen da. Nicht, ob ihr es wusstet, aber diese Brücke ist ja eine Klappbrücke. Und hier von der Seite kann sie hochgeklappt werden, obwohl Schienen dazwischen sind und obwohl dann Oberleitungen von den Schienen dabei sind. Aber ihr seht die da oben, das klappt einfach hoch. Schon eine geile Konstruktion. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir gleich drüben und hier sieht man dann auch noch mal die älteren Häuser. Wird alles nach und nach renoviert, aber diese alten Häuser, die gab es dann halt früher jede Menge. So, wir sind jetzt in Karaköy, also auf der anderen Seite. Und jetzt geht es hier durch diese Straßen mit diesen alten Häusern. Das sieht einfach nur toll aus. Und das geht zu unserem Balıkçı. Also Fischdürüm. Das wollte ich noch mal aufnehmen und vielleicht schaffe ich das auch noch zu essen. Ich bin noch voll vom Frühstück, aber das kriegen wir hin. So, hier in der Gegend ein Restaurant neben dem anderen. Und hier ist vor allen Dingen abends natürlich was los. Das ist hier sowieso auch Fußgängerzone mäßig. Früher ein verruchtes Viertel, heute das Innenviertel schlechthin. Hier gehen sie abends alle hin, da kannst du feiern. Dreikopf-Coffee. Vorhin war das Nordstern Hotel. Ja, die ganzen Deutschen wieder irgendwie reingekommen.